Hi, heute wollen wir mal einen sogenannten Blattschnitt durchführen. Was wollen wir damit bezwecken? Also durch den Blattschnitt ist ein Mythos, dass die Blätter kleiner werden. Das stimmt nur teilweise, weil das ist ein bisschen, die Blätter werden trotzdem wieder groß. Aber durch einen Blattschnitt erzielt man bessere Verzweigung, weil auch noch ein paar innere Knospen angeregt werden. Und dieses Jahr wollte ich euch sowieso mal zeigen. Dieses Jahr ist bei Ahorn ein ganz verrücktes Jahr. Wir haben hier dieses Jahr Blattgrößen von fast 13 cm. Ich kann mal ein Blatt abschneiden. Das ist Wahnsinn. Dieses Jahr ist ein verrücktes Jahr. Ihr seht es hier, ist das Blatt 13 cm. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, wie gesagt, durch einen Blattschnitt wird von dem Baum die Photosynthese schlagartig gestoppt. Das heißt, der Baum hat einen Überlebenstrieb und damit treibt er noch ein zweites Mal aus. Was, wie gesagt, ein bisschen kleinere Blätter, aber das ist nie wirklich groß der Unterschied. Was ein bisschen frischere Blätter bewirkt, das kann man auch sehr gut machen, wenn der Baum krank ist, wenn ich jetzt am Baum kranke Blätter habe. Aber ja, das ist jetzt hier teilweise durchs Gewächshaus. Ihr seht hier, die Blätter sind ein bisschen verbrannt. Das ist aber einfach der Umschwung vom Gewächshaus gewesen, wieder ins Freiland. Das hat er ein bisschen, ja, das hat er mir ein bisschen übel genommen, aber an sich hat der Baum das Umtopfen alles gut mitgemacht und deswegen schneiden wir jetzt mal die Blätter. Es ist wie gesagt höchste Zeit. Ihr seht hier an den Stellen zum Beispiel, sind die Blätter schon ausgetrieben, die ersten, weil da war ein Blatt abgerissen. Ihr seht es ja hier, das ist wie gesagt kein Problem. Machen wir mal den Blattschnitt zusammen. Ich hole euch mal ein kleines Stück näher ran. So. Ihr seht, hier haben wir jetzt die Blätter. So, und da gehen wir hierher, lassen einen kleinen Stiel stehen. So. Beim Blattschnitt ist auf jeden Fall, also nach dem Blattschnitt ist auf jeden Fall ein bisschen darauf zu achten, auf euer Gießverhalten. Also wie gesagt, ihr müsst verstehen, der Baum kriegt die Blätter abgeschnitten und damit ist der Wasserverbrauch verringert sich dadurch. Also immer schön die Erdoberfläche beobachten. Das ist, wie gesagt, der Wasserhaushalt muss dann ein bisschen angepasst werden. Also Stück schon mal gemacht. So. Rausziehen. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Baum. Danach gucken wir uns die Farbe
jetzt der Baum ist jetzt wieder kahl, aber das dauert nie lange. Ihr seht ja, hier oben ist schon alles ausgetrieben. Die jungen Blätter lässt man dann dran, also die macht man nie ab. Die lasst ihr ruhig dran und dann könnt ihr weiter treiben. Es gibt noch eine Methode, wenn ihr jetzt den Baum habt und ihr habt zum Beispiel jetzt verschiedene Äste, ihr sagt jetzt hier unten der Ast ist mir jetzt zu schwach. Ihr wollt jetzt, dass der Ast dicker wird. Oder ja, die Spitze, die wächst euch zu stark. Dann könnt ihr hergehen und könnt, wenn jetzt zum Beispiel die Spitze zu stark wächst, dann tut ihr die Spitze quasi den Blattschnitt machen, reduziert die Masse und den untersten Ast lasst er wachsen. Und damit erreicht er, dass die ganze Kraft in den untersten Ast geht und damit könnt ihr das Wachstum im untersten Ast steuern. Also ihr macht bei dem Ast wirklich einen Zuwachs, weil ihr lasst den ja wachsen, also kriegt der eine Ast die ganze Kraft von dem ganzen Baum. Das könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel oben in der Spitze ein bisschen zu stark seid, aber das ist jetzt bei dem Baum nie das Problem. Wie gesagt, was ich euch noch verlinken wollte, das ist der Kanal von Holger aus der Steiermark. Wenn ihr zum Beispiel mal was über Dünger wissen wollt, der hat ein sehr ausführliches Video über Dünger gemacht, was ich sehr gut fand. Und deswegen würde ich euch gerne mal bitten, guckt mal bei dem Holger vorbei und schaut euch mal den Kanal von ihm an. Gut, das soll es für heute mal gewesen sein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.